Eigentlich sitze ich an einem ganz anderen Video, denn es geht darum, hier um diesen Amazon-Gutschein, wie du damit betrogen wirst und wie dir damit das Geld aus der Tasche gezogen wird. Aber das muss ich natürlich dann als nächstes Video machen, also das Video kommt dann sozusagen als nächstes Video. Ich muss erstmal ein Video vorziehen und das ist dieses, denn ich würde euch natürlich gern viele gute Meldungen über Amazon Prime Produkte präsentieren und neue Software und technische Features, aber ich glaube, das wird dieses Jahr relativ wenig werden, denn bis jetzt kommt aus dem Hause Amazon mehr so die Negativinformationswelle für alle Kunden und jetzt soll auch noch Alexa, der beliebte Sprachassistent von Amazon, in diesem Jahr kostenpflichtig werden. Was dahinter steckt und wie sich Amazon so das Ganze gedacht hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Anschauen. Ich habe dieses Video bewusst nicht am 1. April veröffentlicht, da man sonst hätte denken können, das ist ein Aprilscherz. Aber nein, die meinen das ernst. Alexa kostet bald extra Gebühren und nachdem wir natürlich jetzt schon Werbung in unser TV Prime Abo zwangsweise eingespielt bekommen, sich die Umtauschfrist von 4 Wochen auf 2 Wochen bei vielen Artikeln verkürzt hat, sowie der Mindestbestellwert ohne Lieferkosten mal so schnell auf 39 € statt 30 € angehoben wurde. Alle Videos findest du hier auf meinem Kanal bzw. in der Beschreibung, kommt jetzt die nächste Hiobsbotschaft. Anstatt Alexa kostenfrei mit mehr Leistung und noch besseren Skills auszustatten, soll man jetzt für eine bessere Alexa-Sprachsteuerung extra Gebühren auf den Tisch packen, aber erstmal eins nach dem anderen. Weiterhin hat nämlich Amazon klammheimlich auch einfach den beliebten Dienst Echo Connect einfach abgeschaltet. Der Echo Connect, der diente damals als Verbindung zwischen den Echo-Geräten und einem Telefonanschluss und ermöglichte das Tätigen und Empfangen von Anrufen per Alexa-Sprachbefehl. Der Echo Connect wurde vor gut 5 Jahren zum Preis von 40 € eingeführt und bot echt viele praktische Funktionen. Unter anderem konnte man mit ihm Anrufe per Sprachbefehl tätigen und sogar eingehende Anrufer wurden angesagt. Die Synchronisierung des Adressbuchs mit Alexa ermöglichte es Nutzern, gespeicherte Kontakte per Namensnennung anzurufen, was insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigung wirklich eine wertvolle Bedienungshilfe darstellte. Und Amazon hat hier keine konkreten Gründe genannt, warum jetzt Echo Connect nun eingestellt wird. Der Konzern weist lediglich darauf hin, dass Sprach- und Videoanrufe zwischen kompatiblen Alexa-Geräten weiter möglich sind. Als wirkliche Alternative zum Echo Connect gilt das natürlich nicht und betroffene Nutzer, die müssen natürlich kurzfristig jetzt nach Lösungen suchen. Nutzer, die den Echo Connect registriert und verwendet haben, die erhalten von Amazon einen Gutschein im Wert von 10 € auf ihr Amazon-Konto. Damit sollen eingestellte Funktionen entschädigt werden, so berichtete das Computermagazin Chip in seiner Online-Ausgabe. Digitale Sprachassistenten erobern trotz mancher Datenschutzbedenken weiterhin den deutschen Markt und einer Studie der Postbank zufolge nutzen bereits 2019 32% der Menschen hierzulande Assistenten von Apple, von Google, von Amazon. Im Jahr 2023 waren es dann bereits schon 57% der Webnutzer hierzulande und das bedeutet natürlich eine riesengroße Masse. Bei den Jüngeren im Alter unter 40 Jahren spricht demnach fast jeder Zweite, ungefähr 48%, mit Siri, Googles Assistant oder mit Alexa. In der Verbreitung liegt der Umfrage zufolge der Google Assistant natürlich ganz vorn, gefolgt von Apples Siri und Amazons Echo-Lautsprechern mit Alexa. Und die Zahlen können natürlich variieren, das ist hier nur ein Beispiel. Am intensivsten werden übrigens die digitalen Helfer demnach in Familien genutzt, während 52% der Haushalte mit 4 Personen und mehr mit einem Sprachassistenten leben, sind es in einem 3-Personen-Haushalt dann nur noch 39%. Rund 20% dann wiederum in Single-Haushalten und auch die Altersgruppe Ü50, die nutzt diese Möglichkeit mittlerweile häufiger. Neben der Abfrage des Wetterberichts, dem Steuern der Musikwiedergabe oder des Lichts gäbe es natürlich auch ein wachsendes Interesse, Sprachassistenten etwa für die Kontoabfrage, Überweisung bzw. für komplette Unterhaltung und KI-Zwecke zu nutzen. Wie weit das schon fortgeschritten ist, das kann mir Alexa jetzt mal persönlich beweisen, denn wir lassen uns jetzt mal als erstes erzählen, wie sie darüber denkt und ob sie schon genauere Informationen zu ihrer neuen Nachfolgerin der KI Alexa hat und ob diese kostenfrei bleiben wird. Alexa? Ist dein Service kostenfrei? Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, was wird sich bei Alexa in Zukunft ändern? Hi Manuel,
Übersetzt von brilliantio.com. Die sozialen Strukturen und Beziehungen der Zukunft werden von Faktoren wie Technologie, Globalisierung, Umweltbewusstsein und der Bedeutung psychischer Gesundheit geprägt sein. Man hört einfach nichts Sinnvolles. Nichts anderes habe ich auch erwartet und schreibt doch einfach hier mal in die Kommentare, wie ihr Alexa, Siri und Co. so nutzt und was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Auf dem September-Event 2023 von Amazon, da gab es natürlich auch schon eine beeindruckende Präsentation der neuen KI-gestützten Alexa-Sprachfunktion. Und dann wurde es natürlich auch, wie bei vielen neuen Amazon-Produkten, die da immer wieder vorgestellt werden, wieder ganz ruhig um das ganze Thema. Aber jetzt soll die Nachrichtenagentur Bloomberg erfahren haben, dass noch in diesem Jahr etwas passieren wird. Genauer gesagt, so munkelt man, ab dem 30.06.2024. Und ob das Ganze dann natürlich in Deutschland passiert, das ist immer noch ungewiss. Also, wie soll denn nun die Zukunft von Alexa aussehen? Fakt ist, die Gebühren betreffen neue KI-Funktionen, die für die smarten Geräte von Amazon freigeschaltet werden können. Alexa soll demnach zukünftig viel schlauer werden, als sie es jetzt aktuell ist. Dann sollen natürlich ganze Unterhaltungen ermöglicht werden, in denen Alexa auch eine eigene Meinung entwickeln kann. Und zudem soll die Sprachassistentin schneller reagieren und ausführliche sowie passende Antworten geben. Die KI soll natürlich auch mehr Persönlichkeit bekommen und es wird möglich sein, bekannte Stimmen von Profis und Schauspielern anstatt der Alexa-Stimme zu verwenden. Aber genau diese neuen KI-Funktionen soll es dann nur noch für Nutzer geben, die wirklich ein entsprechendes Abonnement bei Amazon buchen. Die Sonderfunktionen sollen dann demnach auch kein Teil des regulären Prime-Zugangs werden. Es wird also direkt einen externen Dienst geben, der Geld kostet. Wie hoch die Kosten für das Alexa KI-Upgrade sind, das steht noch nicht genau fest, aber man schätzt hier monatliche Beiträge zwischen 6,95 € und 9,95 €. Aber ich habe auch noch eine gute Nachricht, denn der bisherige Funktionsumfang von Alexa im alten Stil, der soll auch nach der Einführung des gebührenpflichtigen Modells kostenlos erhalten bleiben. Aber wird es dann auch für die normale Version irgendwann neue Skills und Updates geben oder wird diese dann wirklich wie so ein unerwünschtes Nebenprodukt in der Ecke versauern oder irgendwann vielleicht wie zum Beispiel Echo Connect einfach abgeschaltet werden? Dazu wurde leider noch nichts bekannt und man kann hierzu natürlich wieder nur spekulieren und abwarten. So, jetzt fragt ihr euch natürlich genau wie ich, warum denn jetzt nochmal bezahlen? Zum ersten bezahlt man ja schon für das Amazon Prime Abo. Dann, wenn man Musik streamen möchte, muss man natürlich weitere Gebühren für Streaming-Dienste mit einplanen, wie zum Beispiel Amazon Music oder Spotify. Jetzt auch noch Alexa finanzieren? Der Grund hierfür ist, Alexa ist für Amazon im Moment ein Millionengrab. Denn eigentlich sollte es damals nach dem Smartphone die echte Revolution werden, überall mit dem lauschenden Sprachassistenten reden statt zu tippen und mit der Maus rumzuscrollen. Aber der ursprüngliche Plan des Konzerns ist natürlich im Laufe der Jahre einfach kläglich gescheitert. Eigentlich war es dafür gedacht, die Nutzer zu locken, per Sprachassistent zu shoppen. Aber viele empfanden das dann als zu umständlich und der Plan ging eindeutig schief. Stattdessen nutzten die meisten Alexa, um wirklich einfache und simple Fragen und Befehle zu beantworten. Zum Beispiel, wie ist das Wetter oder schalte das Licht im Wohnzimmer an. Das sind alles Befehle und Leistungen, die sich für den Konzern dauerhaft nicht finanzieren lassen. Zudem sind Sprachassistenten für viele nach dem Kauf einfach langweilig geworden und wurden dann natürlich auch nicht mehr viel benutzt. Und deswegen jetzt die letzte Möglichkeit, auf ein KI-gesteuertes Abo-Bezahlmodell umzusteigen, um Alexa vielleicht doch noch rentabel zu machen. Aber selbst viele Entwickler und Mitarbeiter des Konzerns, die glauben nicht an den Erfolg des Modells und sie weisen natürlich, wie schon gesagt, auf die vielen Zahlungen hin, die der Kunde hier leisten muss und denken wirklich persönlich nicht, dass hier der Kunde nochmals bereit ist, extra Gebühren zu zahlen. Aber jetzt seid ihr mal an der Reihe. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr für eine super KI Mega Alexa bezahlen? 9,95, 6,95 im Monat? Schreibt's mal gern hier in meine Videokommentare rein und ich bin gespannt auf eure Meinung. Nun hat man natürlich auch schon viele Tests mit der neuen KI-Version unternommen. Leider verliefen die ersten Tests der neuen Sprachassistenz
auch nicht so zufriedenstellend. Aktuell wurde nämlich in einem Testlauf mit ca. 15.000 zufällig gewählten Alexa-Accounts die neue Version getestet. Und in der Praxis soll diese zwar deutlich besser darin gewesen sein, Gespräche mit Nutzern zu führen und gewünschte Informationen oder Anweisungen bearbeiten zu können, aber trotzdem enttäuscht sie nach dem Bericht der Mitarbeiter zufolge nach wie vor in einigen Anwendungen. So soll das neue Alexa-Modell etwa regelmäßig Fakten erfinden, wenn es Fragen beantwortet. Aber genau diese Halluzinationen, die bekannten Falschbehauptungen, die plagen natürlich auch andere Modelle wie ChatGPT und das ist wirklich nichts Neues. Zudem soll die neue Alexa einfach immer Fragen einfach ausweichen bzw. sie unnötig dann ausführlich beantworten. Das übrigens stört mittlerweile jetzt schon auch die Nutzer der sogenannten alten Alexa und hier bringt die neue Version ebenfalls noch keine Abhilfe. Will man in einen Satz dann mehrere Befehle gleichzeitig eingeben, muss auch die neue Alexa passen und wird aktuell nicht brauchbar antworten. Als Beispiel nennt der Bericht das gleichzeitige Einschalten von Lampen und eines Musikwunsches, was dann auf Dauer natürlich jeden Nutzer nervt. Und eigentlich wollte Amazon auf der Basis des alten Modells aufbauen und nur neue Fähigkeiten bzw. neue Funktionen hier dazukommen lassen, aber genau dieser Fakt, der sorgte für riesige Reibereien im Konzern und die Mitarbeiter der alten Alexa wollten natürlich dann ihre Arbeit schützen und es ließ sich dann einfach nicht umsetzen und deswegen wurde die neue Alexa von Grund auf neu gedacht und entwickelt. Und wenn ich hier mal kurz meine Meinung mit anbringen darf, so denke ich, wird in Zukunft aufgrund der Häufigkeit in allen Amazon-Systemen beziehungsweise auch bei Fremdanbietern die, sagen wir mal so, alte Alexa noch einige Jahre erhalten bleiben. Aber viel Neues wird da definitiv nicht kommen und stattdessen wird man natürlich versuchen, das System zu pushen, also das neue System zu pushen und es dem Kunden schmackhaft zu machen, was in meinen Augen natürlich auch nichts Schlechtes ist. Schlecht finde ich nur den Fakt, dass man hier wirklich wieder auf ein Bezahlmodell setzt und den Kunden in diesem Jahr noch mehr schröpfen möchte, obwohl man ihn ja schon eigentlich 2024 fast ausgesaugt hat mit Erhöhungen und anderen Geschichten. Und das finde ich natürlich sehr negativ, dass wirklich hier bezahlt werden muss. Und eigentlich fährt ja Amazon super Gewinne ein und hat 2023 wieder die Gewinnprognosen direkt überholt. Also ist es natürlich auch möglich, dass man hier mal Verlustzonen hat im Sinne des Kunden, weil Amazon macht ja eigentlich immer alles im Sinne des Kunden. Ich finde das natürlich nicht im Sinne des Kunden, den Kunden hier wiederum zu schröpfen, obwohl man eigentlich mal so Energie mit reinbringen könnte und hier eine KI auch mal kostenfrei mit ins Prime-Abo mit einfügen könnte. Aber das ist meine Meinung und wer glaubt, dass er ab dem 30.06.24 ein einwandfrei funktionierendes System in den Händen hält, was jetzt Alexa mit KI betrifft, der muss natürlich auch sehr positiv eingestellt sein, denn es gibt jetzt aktuell immer noch sehr viele Probleme in der Entwicklung. In diesem Sinne warten wir mal ab, ein bisschen Tee trinken und schauen mal, was so passiert. Ich werde euch in Zukunft natürlich immer auf dem Laufenden halten. Sehr gerne den Kanal abonnieren bzw. dem Video ein Like dafür geben. Ich bedanke mich dafür, wünsche euch alles Gute, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.